Pro- und Kontra-Impfen. Das Thema Impfschutz wird in den Medien meist nicht ausgewogen genug dargestellt, was genauso verantwortungslos ist wie die Menschen, die ihre Kinder nicht impfen. Ausgenommen jener, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden dürfen natürlich. Das wäre, als ob wir hier diskutieren wollen würden, pro oder kontra Nazis. Faktisch sind Nazis scheiße. Fertig. Hallo, willkommen zu Remixing Culture von den Blogrebellen. Mein Name ist Nilufer. Mit dem Impfen verhält es sich aus Sicht der Faktenlage genauso. Impfen rettet mehr Leben, als es schadet. Die Risiken sind so verschwindend gering, dass das Risiko-Nutzen-Verhältnis unbedingt für das Impfen spricht. Trotzdem sind in den letzten Jahren die Maserninfektionen um bis zu 30% gestiegen. Deshalb hat die Weltgesundheitsorganisation WHO Impfgegner auf die Liste der globalen Gesundheitsbedrohungen aufgenommen. Schon allein die Idee, dass wir auf notwendige Impfungen verzichten können, zeigt den Grad unserer Luxusgesellschaft an, die es sich herausnimmt, gegenüber anderer verantwortungslos zu handeln. Hier mal 4 Beispiele der verbreitetsten Vorurteile, die Impfgegner anführen. Über Impfungen erfahren Sie jetzt Fakten. Und zwar die nackten. Durch die vielen Impfungen und die Mehrfachimpfstoffe wird das Immunsystem des kleinen Kindes überlastet. Fakt! Kinder werden heutzutage gegen mehr Krankheiten geimpft als vor ein paar Jahrzehnten. Während sich in einem Impfstoff früher rund 3000 Antigene befanden, sind es heute 150. Moderne Impfstoffe sind besonders gereinigt. Zumeist sind dann nur einzelne Bestandteile der Erreger enthalten. Ein kindliches Immunsystem setzt sich im Alltag mit vielfach größeren Mengen an Antigenen auseinander. Kinder sind doch robuster, als man denkt. Impfen fördert Allergien. Fakt! Eine Analyse Rotterdamer Ärzte zeigt, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Impfungen können nach deren Langzeitanalyse das Risiko für Allergieentwicklung sogar verringern. Die Nebenwirkungen und Risiken von Impfungen sind unkalkulierbar. Fakt! Andrew Wakefield hatte Ende der 90er Jahre die Hypothese aufgestellt, dass die Masern-Mumps-Röteln-Impfung Autismus begünstigen. Jedoch konnte keine andere Untersuchung diesen Zusammenhang bestätigen. Und jetzt kommt das, was Impfgegner immer zu allen Befürwortern unterstellen: die Bestechlichkeit. Es kam nämlich heraus, dass Wakefield von Anwälten Geld erhalten hatte, die Eltern autismusbetroffener Kinder vertraten und nach Verbindung zwischen Autismus und Impfung suchten, um Hersteller des Impfstoffes zu verklagen. Impfstoffe können Nebenwirkungen haben, keine Frage. Deshalb unterliegen die zugelassenen Impfstoffe einer kontinuierlichen Sicherheitskontrolle. Da Impfungen fast allen Kindern verabreicht werden, ist es nicht verwunderlich, dass Gesundheitsstörungen und Erkrankungen, die im Kindesalter auftreten, zufällig im zeitlichen Zusammenhang mit einer Impfung gesehen werden. Das Durchmachen von Krankheiten ist für eine normale Entwicklung des Kindes wichtig und bewirkt einen besseren Schutz als die Impfung. Fakt! Nein, kein Kind sollte die Masern durchmachen. Punkt. Noch mehr Beispiele findet ihr auf der Seite vom Robert-Koch-Institut. Unten in der Beschreibung ist der Link. Spätestens hier könnte dem letzten Skeptiker das Robert-Koch-Institut steckt doch mit der Pharmaindustrie unter einer Decke rausplatzen. Ich denke, ein multinationaler Pharmakonzern will mir einreden, dass es funktioniert, um seinen Gewinn aufzustocken. Unsere Recherchen haben ergeben, dass das Robert-Koch-Institut ständig bemüht ist, ihre Arbeit transparent darzustellen. Um eine Impfempfehlung auszusprechen, bezieht sich die Ständige Impfkommission auf die evidenzbasierende Medizin und gilt daher als medizinischer Standard. Aussagen wie das Robert-Koch-Institut sei korrupt basieren auf Vermutungen. Solche Behauptungen ohne jegliche Beweise in der Öffentlichkeit zu behaupten, liebe Trolls, kann als Rufschädigung gesehen und strafrechtlich verfolgt werden. Doch warum gibt es bei dieser Faktenlage noch immer Menschen, die sich gegen das Impfen entscheiden? Wir lassen sie nicht impfen. An dieser Stelle mal Shoutout an Frau Dr. Cornelia Bitsch, die als Professorin an der Uni Erfurt arbeitet. Sie beschäftigt sich nämlich mit der Psychologie der Impfentscheidung. Wer sich wann und wo für oder gegen das Impfen entscheidet, ist für ihre Betrachtung genauso wichtig wie die Lebensumstände, der Umgang mit vorliegenden Informationen und die Erwartungen an die Wissenschaft.
Gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen hat sie ein Modell veröffentlicht, das 5 psychologische Gründe für oder wider Impfen beschreibt. Vertrauen. Je höher das Vertrauen in die Effektivität und die Sicherheit von Impfungen und das Gesundheitssystem und die Motive der Entscheidungsträger, die darüber entscheiden, umso positiver ist auch die Impfbereitschaft. Risikowahrnehmung. Das individuell wahrgenommene Krankheitsrisiko entscheidet darüber, ob man bereit ist, sich impfen zu lassen oder nicht. Je nachdem, wie verwundbar man sich durch Krankheiten fühlt, lässt man sich impfen oder nicht. Barrieren in der Ausführung. Stress, Zeitnot und finanzieller Aufwand sind individuell wahrgenommene strukturelle Hürden und können der Impfung im Wege stehen. Ausmaß der Informationssuche. Viel hilft viel. Das gilt für jene, die unterschiedliche Informationsquellen suchen und sich viel Fachwissen aneignen. Dabei kann man als Laie auch daneben liegen, denn eine Studie besagt, dass diese nicht gleich besseres Zahlenverständnis haben und sich oft Falschinformationen einschleichen. Um medizinische Befunde zu verstehen, bedarf es eben doch Experten, die Risiken fachgerecht einschätzen. Verantwortungsgefühl für die Gemeinschaft. Impfen heißt auch, für einen Gemeinschaftsschutz zu sorgen. Wer geimpft ist, schützt jene, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können. Wer ein geringes Gemeinschaftsgefühl hat, agiert als Trittbrettfahrer. Sie sind Nutznießer der Herdenimmunität. Nach dem Motto, wenn die anderen geimpft sind, brauche ich mich ja nicht zu impfen. Als Mutter von 2 Kindern kann ich nachempfinden, welche Abwägungen man macht, um bestmöglich zu handeln. Viele Stimmen, viele Informationen hat mich lange Zeit mehr verwirrt und verunsichert und aus mir einen ängstlichen Menschen gemacht. Wir, mein Mann und ich, haben das Thema bei uns oft durchgekaut, waren bei Anthroposophen, Homöopathen, Schulmedizinern, haben uns belesen. Wir haben Kinder mit zum Beispiel Keuchhusten gesehen und leidende Familien, weil das Kind nicht genesen wollte. Kein Mensch soll leiden. Das Leid macht sie nicht stärker. Und sicher hast du auch eine Meinung zu diesem Thema, also ab in die Kommentare damit. Wenn dir dieses Video gefallen hat, hinterlass uns einen Daumen hoch. Aktiviere die Glocke, wenn du mehr von uns sehen willst.